Wer ist die Nummer 1 in der Hauptstadt? Wenn ihr das erfahren wollt, dann bleibt gerne bis zum Schluss des Videos dran und schaut auch mal auf unseren Neuzugang vorne. Ragnar Ache im letzten Moment nochmal geholt. Als kleines Backup für Robert Latzel oder auch Lasme. Weil wir haben jetzt auch demnächst eine englische Woche. Wir haben also ein paar Spiele hintereinander. Und deswegen habe ich schon mal ein bisschen vorgesorgt. Wer ja, unser neuer Linksverteidiger spielt unter anderem. Dazu haben wir Reze und Jinma auf den Flügeln. Also die kleine Rotationsmaschine ist mal ja kräftig angeworfen worden. Dass das mal möglich ist hier bei uns, hätte ich nicht gedacht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie gesagt, wie sich Ragnar Ache ja einfügt. Der hat, glaube ich, 90 bei Sprungkraft. Der ist nur 1,83, aber der macht halt wahnsinnig viel. Der ist schnell, der hat einen guten Antritt. Und macht hoffentlich auch ein paar Tore. Schauen wir mal, da ist Ache. Olado, oh, der hat zu viel Platz. Und Union ist 17. Also hier ist ganz schön viel Brisanz drin. Wir stehen weiter oben mit dabei. Sind gegen Hannover richtig gut rein gestartet und haben mit Guzman natürlich den überragenden Mann im letzten Spiel gehabt. Was für ein sensationelles Tor, der 17. Der wird eine ganz große Karriere vor sich haben. Der wird richtig, richtig gut. Und richtig, richtig gut wäre jetzt auch der erste Angriff hier, Jinma. Heute mal über den Flügel, dann sehe ich ihn ja eher aus Spitzenwinkel, warum nicht? Oder Ache sehen, Ache, da ist er! Erste Chance. Und direkt weitermachen. Draufbleiben. Die nächste Chance ist Zerda. Der kann auch schießen, ja. Aber natürlich geblockt. Leider, leider muss man sagen. Aber er ist wieder da gegen Roussillon. Union auch mit der Fünferkette, die heute, wie gesagt, ein bisschen unter Druck stehen. Die müssen. Die sind Vorletzter. Aber natürlich so ein Derby willst du immer gewinnen. Da ist egal, wer wo steht. Da geht es um Prestige. Da geht es um die Vorherrschaft in der Hauptstadt. Und die nächste Chance. Wieder Ragnar Ache. Der lässt sich auch gut fallen hier. Ja, macht ja Glatzel auch, um dann direkt wieder vorne reinzugehen. Olado, Brady ist auf der Außen. Guck mal, Ragnar Ache, der winkt schon. Seine Sprungkraft will ich halt auch mal sehen. Vielleicht bekommen wir das ja jetzt mal zu sehen nach einem Eckball. Die Zuschauer sind aber ganz schön nah dran. Ja gut, wer ja ist leider Rechtsfuß. Das heißt, wir haben hier fast gar keinen Linksfuß, ne? Wir haben Busio. Ne, Busio ist auch Rechtsfuß. Dann macht das jetzt Busio. Mit den Fans im Gesicht. Mal gucken, wo kommt er angeflogen. Reze ist derjenige. So, die Ecken von links, die sind ein bisschen besser. Das macht Reze. Wo steht Ragnar Ache? Ragnar Ache steht da. So zwischen 5er und 11 Punkt. Da kommt er ran. Ache ist da. Ja, schade. Leider abgeblockt sein Kopfball, sonst wäre der, glaube ich, ein bisschen gefährlicher geworden. Aber gut, es geht weiter. Wir sind sehr gut in den Zweikämpfen auch drin, das gefällt mir. Reze, Jinma. Bradley, oh, was macht der denn? Auf den Jinma nochmal. Der sollte so gar nicht gespielt werden. Und Union mal über Fofana. Und über Leveling. Ah, der spielt jetzt hier. Nicht beim VfB. Juranovic. Juranovic. Nein, kein Foul. Da darfst du keinen Elfmeter pfeifen. Auf keinen Fall. Aber es gibt die Ecke. Aufgepasst. Arambari mit Chavez. Und jetzt die Chance. Achtung, da haben wir zu viel Platz gelassen. Und Union meldet sich auch im Spiel an. Genauso soll ein Derby sein. Chancen auf beiden Seiten. Solange ich ein Tor mehr schieße, bin ich zufrieden. Aber das müssen wir dann halt auch erstmal schießen, ne? Aber wir machen das bislang richtig gut in der Defensive. Wer ja, bin ich auch mal gespannt. Der ist ein bisschen schneller als Barco. Klar, der nur eine 67. Aber ist egal. Ich habe ja gesagt, ich möchte so... Ja, Lückenfüller hört sich immer ein bisschen blöd an. Also... So Ersatzspieler haben. Genau für solche Spiele. So zwischen Pokal und Liga. Ja, Ragnar ist jetzt leider auf der falschen Position. Da ist er total fehl am Platz. Aber bringt die Räume für Serda zum Beispiel. Ja, und Renault im Tor, wenn das noch ist. Der hat hier einige Bälle schon zu halten. Jetzt kommt wahrscheinlich der nächste mit hinzu. Das gibt's nicht. Ist momentan hier Scheiben schießen. Wir setzen nach. Schade.
Chavez natürlich mit der Hacke, warum auch nicht. Ja, wir machen leider zu wenig aus unseren Chancen. Wir sind, ja, besser, spielen besser. Wir spielen uns mehr Chancen raus. Oh, wenn er den Ball hinkriegt. Ja, schöne Flanke. Nachgesetzt und Rehse. Das ist eine gute Chance, von Weitem auch mal drauf zu schießen. Aber Renault, der wäre wahrscheinlich da gewesen. Es braucht nur ein Tor. Das ist wieder so ein Spiel, da brauchen wir quasi so einen Knotenlöser. Das ist halt, wenn du mal das 1-0 hier machst, dann muss Union auch ein bisschen mehr machen. So warten sie natürlich auf ihre Chance. Achtung, Ache ist da auch wieder gut gemacht. Und wieder Renault. Renault. Bislang der Spieler der ersten Halbzeit hier. Aus Unioner Sicht. Das sagt dann schon vieles. Und bei uns kommt jetzt vielleicht Ragnar Ache oder Kämpfer den Ball. Der macht's schon wieder. Wie gegen Hannover. Tor Nummer 2. Der holt sich noch die interne Torjägerkanone hier. Und jetzt ist es endlich passiert. Und das ist hoch verdient, ey. Schöne Ecke durch den ganzen Strafraum. Und ja, Renault, weiß ich nicht, rauskommen oder drin bleiben. Er war schon auf dem Weg so ein bisschen nach draußen, habe ich das Gefühl. Aber da kannst du nichts machen. Wahrscheinlich. Drittes Tor schon. Okay, dann war das gegen Hannover sein zweites. Ich dachte gegen Hannover, das wäre sein Premieren-Tor. Aber offenbar nicht. So, und das jetzt zum Thema Knotenlöser. Ich hoffe, dass das jetzt der Knotenlöser war und dann besonders in Halbzeit 2 uns noch ein bisschen Spielfreude geben wird. Es ist halt aber auch nur ein 1-0. Das ist halt bei uns auch immer ein sehr gefährliches Ergebnis. Also ich brauche immer mindestens 2 Tore. Mindestens. Weil ein Einzel verteidigen geht in den seltensten Fällen gut. Ja gut, 10:1 Schüsse. Das ist ja auch wieder ein sehr dominantes Spiel. Aber auch wieder ein Gegner, wo wir gewinnen müssen. Die stehen unten drin und genau gegen solche Teams holst du dir dann halt den Klassenhalt, den wir jetzt bei allem Respekt und ich lehne mich auch nicht so weit aus dem Fenster zu 60-70% eigentlich schon haben. Also da muss jetzt echt schief gehen und die von unten, die müssen halt auch erstmal ihre Spiele gewinnen. Also ich glaube, wir können uns getrost hier vom Abstiegskampf verabschieden und nach oben schauen. Internationales Geschäft ruft, aber dazu müssen so Spiele hier natürlich gewonnen werden. Jetzt gibt es einen Freistoß. Hier war Chavez. Oh, Achtung, der ist gefährlich hoch und lang in der Luft. Und schon klingelt's. Und da ist die Wiederholung auch ganz schnell hier. Das ist ein sehr komischer Ball und dann ist es ausgerechnet Busio, der da nicht rankommt. Oder beziehungsweise warum wir da Busio hinstellen. Da hätte ein Harto hingemusst, da hätte ein Jinma vielleicht hingemusst oder ein Kempf, aber du kannst doch nicht Busio da hinstellen. Jetzt ist es Leveling. Tja, und wir haben leider genau wieder das, was halt so typisch ist und was halt so oft schon passiert bei uns in den Spielen. Wir haben Chancen, viele Chancen, wir machen halt das zweite Ding nicht. Und dann steht es halt erstmal 1-1, aber wir haben ja Ragnar Ache. Ache! Der ist auch heiß auf seinen ersten Treffer hier. Und wir haben die nächste Ecke. Da sind wir ja sehr gefährlich. Da kann die gut schlagen. Da ist er wieder. Ache! Und jetzt hat er's. Sein erstes Tor. Ragnar Ache Apache. Schon der Name alleine voll geil. Da hat er seine Sprungkraft mal bewiesen. Ist ja da wieder eine richtig gute Ecke. Und dann ist er halt, wie gesagt, mit seiner Sprungkraft, der hat über eine 90 und auch wuchtig im Kopfball. Da geht Diego Late halt nicht mit hoch. Sehr schöner Kopfball. Und die Führung wieder. Postwendend. Jetzt haben wir ein zweites Tor, aber jetzt machen wir noch ein drittes. Ich habe jetzt mal umgestellt. Wieder 4-2-3-1. Die gewohnte Formation. Vorne dann mit Ache zentral, drinne 3 ZOMs dahinter und vorne Fofana. Gegen Kempf, Achtung. Hinten Viererkette steht hoffentlich. Achtung, der Schuss. Aus der Distanz, aber Urbich. Der war jetzt nicht besonders schwer zu halten, aber Hauptsache, er hat ihn gehalten. So, unten, ja schade, habe ich leider verpasst. Da machen wir oben über Rehse.
Schöner Ball von Olaru. Und wo ist er wieder in der Mitte? Ragnar Ache, ja. Kommt auch entgegen, sehr schön. Hat somit hier die Lücken für Busio zum Beispiel frei gemacht. Nochmal, darf es wieder probieren. Busio, der ist diesmal besser abgefälscht. Jetzt sind wir in so einer Drangphase. Jetzt müssen wir das Ding quasi zumachen. Ist ja da wieder eine richtig gute Ecke. Ginmeister und wieder Renault. Also Renault ist echt hinten die ärmste Sau. Die können sich bei ihm bedanken, dass es nur 2-1 steht. Also dass sie nur 2 Gegentore bislang bekommen haben. Aber wir können jetzt auch mal wieder wechseln. Ja, warum nicht? Auch ein bisschen schon mal vorschauen auf das Spiel gegen den VfB und auch auf die nächsten Spiele in der Liga. Guzman natürlich, auf jeden Fall wieder rein. Und vorne, anders als Glatzel in seinem ersten Spiel, oder beziehungsweise Glatzel hat nicht in seinem ersten Spiel getroffen, Ragnar hat getroffen. Also ihr seht auch, der ist eine Option. Und wir haben ja noch Brian Lasme, haben wir ja auch noch als dritten Stürmer. Wenn dann mal alle Stricke reißen sollten, ist da also auch immer noch eine Option. Jetzt aber erstmal aufgepasst. Und nun kommt über Toussaint. Und da ist wieder Leveling. Obig zum ersten und Leveling zum zweiten. Im doppelten Sinne. Zweites Tor im Nachschuss. Und auch das zweite Tor für Leveling. Auch wieder zu leicht hier. Der Ball hinter Hato. Und bei Rebound, da kannst du dann einfach nichts machen. Da bist du machtlos. Kämpft davor. Ja, hätte ja auch mit dem Fuß mal abwehren können. Aber jetzt kommt das Derby in Fahrt. Auf Hochtouren. Jetzt das 2-2, aber ich glaube, das war noch nicht das letzte Tor auf Forbes. Jetzt hat er niemanden vorne. Boah, böse Grätsche, da nehmen wir auch den Freischuss mit. Aber auch da keine Karte. Weißt du, manchmal gibt es gelbe Karten für nichts, für überhaupt nichts. Dann auch wieder rote Karten für nichts. Ah, da kannst du mindestens mal gelb geben. Ja, war zwar auch Ball gespielt, aber ja gut, alles okay. So, Olaru, probier das nochmal direkt. Ja, machen wir, komm. Aus dem Winkel 28 Meter. Wir haben schon Guzman gehabt, der hat aus über 30 Metern getroffen. Probieren wir es jetzt hier mit Olaru. Und zur Not gibt es halt hoffentlich mindestens die Ecke. Olaru, Renault. Ja, war jetzt nicht so schwer, aber auch ein bisschen zu weit. Renault lässt sich ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, ob Union sich hier mit dem Remis anfreunden wird. Also, wie gesagt, aufgrund der Tabellensituation müssen die hier auch eigentlich gewinnen. Aber ich will auch gewinnen. Und Glatzel hat die nächste Chance. Und das ist wieder so ein Spiel, viele Chancen und vergleichsweise eigentlich wenig geschossene Tore. Also wir müssen hier 3-4 Dinger mindestens schon in der ersten Halbzeit machen. Das haben wir halt leider nicht gemacht und deswegen ist es halt momentan leider noch 2-2. Aber vielleicht fällt ja nochmal irgendwo einer vom Laster, wenn wir hier vorne ein bisschen Druck machen. Glatzel, natürlich grätscht er da ins Leere. Und Chavez, ja, der weiß nicht so recht, was er machen soll. Jinma steckt da auf Glatzel, ja, aber der findet den richtigen Laufweg nicht. Der ist irgendwo mal falsch abgebogen dann. Und nun kommt über Toussaint, Juranovic auf der Außen. Oh, jetzt aufgepasst, jetzt löst sich gleich die Viererkette wieder auf. Aus irgendwelchen Gründen noch immer aufgepasst. Fofana. Toussaint, ist es, Achtung, wo ist der Ball? Wo ist die Lücke? Wo wird er gleich durchgeschickt? Das ist das, worauf ich jetzt immer warte. Aber wir sind gut in Zweikämpfen drin. Perfekt. So, und Jinma jetzt die Chance umzuschalten. Glatzel, vorne Guzman. Olaru und oben Forbes. Jawohl, komm. Schnell gespielt, gut gespielt. Und jetzt Guzman hinten, abseits. Schade, schönes Tor wäre es gewesen. Wenn er den reingemacht hätte, schade. War er zu schnell. Nochmal frische Kräfte. Nusa für die letzten 5-6 Minuten, je nachdem. Einen Angriff brauchen wir nochmal. Einen vernünftigen Angriff. Ah, Guzman, der setzt schon nach. Das ist richtig, richtig gut. Bringt ein bisschen Zeit. Oh, aber zu dritt im Mittelfeld, das sollen wir nicht machen. Da ist Hollerbach, Olaru ist dazwischen. Fairer Zweikampf, so 2 Minuten mit Nachspielzeit. Das wird wahrscheinlich so die letzte Chance hier sein, das Ding, das Derby hier zu entscheiden. Glatzel, Forbes und ganz unten ist Nusa, den muss er rüberkriegen, jawohl.
Und das ist die Chance auf den Derby-Sieg. Und da ist er. Auf unsere eigene Fankurve. Ganz, ganz stark gemacht. Ruhig geblieben, Forbes schön den Ball da durch die Lücke durchbekommen. Hier, da ist Union noch ein bisschen, ja, bisschen zu offensiv wahrscheinlich. Und dann Nusa ausspitzen, Winkel und dann senzt er den da oben in den Winkel rein. Schön gemacht. Und Renault, für mich auch nach wie vor neben Leveling der beste Unioner am heutigen Tag. Aber er kann halt auch nicht alles halten und Gott sei Dank hält er den nicht. Und Nusa beschert uns hier den Last-Minute-Derby-Sieg, glaube ich. Damit bleibt Union weiter unten drin. Wir bleiben oben dran. Sind im Thema internationalen Geschäft voll mit drin. Meisterschaft weiß ich noch nicht, aber Derby-Sieg, die Nummer 1 in Berlin sind wir, ist blau-weiß. Und so können wir gestärkt ins Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart gehen. Wir hatten dann zum Schluss knapp 20 Schüsse, also das wäre schon ein Skandal gewesen oder wie kann man das noch anders sagen? Ja, einfach wieder selbst schuld wären wir da gewesen, wenn wir das Ding nicht gewonnen hätten. Wir haben es zum Glück gewonnen. Es läuft halt einfach. Das ist, wie gesagt, diese Saison direkt nach dem Aufstieg, da läuft es halt meistens bei den Aufsteigern. Nehmen sie den Schwung mit, die Euphorie und dann sieht es halt so aus, wie es aussieht. Ne? Jetzt Viertelfinale gegen den VfB. Wolfsburg hat schon gespielt, hat gewonnen und Leipzig, gut, gewinnt auch mal leicht und locker 4-0 bei Hannover. Und dann entweder Leverkusen oder Union oder Stuttgart oder Hertha. Wer zieht nach? Ich hoffe wir, aber es wird natürlich ganz schwer. Also beim VfB Stuttgart, das ist schon eine Hausnummer. Schaue ich nochmal in der Bundesliga vorbei, wie es da aussieht. Sind nach wie vor oben mit dabei. Meister wird, glaube ich, Gladbach. Also würde ich jetzt spontan sagen, die haben 6 Punkte Vorsprung vor Dortmund. Die scheinen echt einen guten, ausgeglichenen Kader zu haben. Warum auch immer. Aber dann dahinter, ey. Dortmund 37, 36, 35, 34, jeweils so mit einem Punkt Abstand. Dann haben wir schon die Bayern 4 Punkte auf Mainz. Ja, Frankfurt, VfB ist 9. Spielt auch eine solide Saison, haben auch natürlich Tuchfühlung. Zu Platz 6, Wolfsburg genauso, Hoffenheim ist auch noch 6 Punkte hinten dran. Also die halbe Liga, die kann europäisch spielen. Die halbe Liga, die kämpft noch um den Klassenerhalt. So soll es sein. Nach 19 Spielen und dann gucken wir mal, ob wir beim VfB die Sensation schaffen. Also Sensation. Ob wir beim VfB Stuttgart weiterkommen oder nicht. Seid dabei, Daumen nach oben da lassen, kostenloses Abo und dann sehen wir uns. Macht's gut. Ciao, ciao.